Ja, vor 13 Jahren, da war ich total am Ende. Diese ganzen Schmerzen, die unglaubliche Erschöpfung und all das andere noch dazu. Ich konnte einfach nicht mehr. Und nichts half. Und dann hörte ich von einer Therapie, die umstritten ist. Aber für mich war das irgendwie die letzte Hoffnung. Und zwar war das die Guaifenesin-Therapie nach Dr. St. Amand. Ja, und heute blicke ich zurück. War das damals die richtige Entscheidung? Und was hat's gebracht? Aber bevor ich genauer darauf eingehe, möchte ich kurz erklären, was eigentlich hinter dieser Therapie steckt, denn nicht jeder von euch kennt das ja. Ja, nach der Theorie von diesem Arzt Dr. St. Amand entsteht Fibromyalgie durch eine genetische Fehlfunktion an den Nieren. Die können bestimmte Stoffe, nämlich Phosphate, dadurch nicht mehr gut ausscheiden. Und diese Phosphate, die sammeln sich deshalb in den Körperzellen an und sorgen für Schmerzen, für Erschöpfung und für viele andere Symptome. So jedenfalls die Theorie von diesem Arzt. Und Guaifenesin, das ist ein Wirkstoff, der eigentlich in Hustenmedikamenten enthalten ist. Doch wenn man ihn separat anwendet und einige wichtige Regeln beachtet, dann soll er dem Körper helfen können, diese überschüssigen Phosphate abzubauen. Denn das wirkt auch an der Niere unter bestimmten Voraussetzungen. Und genau das kann die Symptome dann verbessern. Aber die Therapie braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss auch erstmal mit einer Beschwerdeverstärkung rechnen, bevor es besser wird. Und man kann die Therapie nicht einfach so beginnen. Es braucht wirklich eine gute Vorbereitung. Das ist enorm wichtig. Denn es gibt Stoffe, die die Wirkung blockieren und die müssen unbedingt gemieden werden. Ja, und damit muss man sich halt beschäftigen. Wenn du wissen möchtest, wie das alles genau funktioniert und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest, dann empfehle ich dir dieses Video hier. Da erfährst du all diese Dinge. Bevor ich gleich mit den größten Veränderungen durch die Therapie starte, noch kurz einen Rückblick in meine Zeit vor der Guaifenesin-Therapie. Das war damals wirklich mein absoluter Fibromyalgie-Tiefpunkt und ich darf da auch gar nicht so intensiv drüber nachdenken. Ich konnte wirklich fast nichts mehr. An guten Tagen schaffte ich es zu staubsaugen. Ansonsten lag ich viel und ich versuchte irgendwie den Kindern möglichst gerecht zu werden, die damals im Grundschulalter waren. Ich konnte keine 200 Meter mehr gehen. Ich bekam sonst Herzrasen, Atemnot, war sowieso total erschöpft, hatte wirklich überall Schmerzen, Reizdarm, starke Konzentrationsprobleme auch. Ich hatte richtig massive Schlafstörungen mit nächtlichen Krämpfen in Füßen und Beinen, ja, und noch vieles mehr. Ja, und abends, da wünschte ich mir immer, einfach am nächsten Morgen nicht wieder aufzuwachen. Ja, das passierte natürlich nicht. Ich bin jeden Morgen wieder aufgewacht. Ich bin damals nicht voller Überzeugung in die Therapie gestartet, aber mir blieb ja nichts anderes übrig, als diesen Versuch zu wagen. Ich hatte ja gar keine Wahl, es gab ja keine Alternativen. Und der Weg war hart, weil ich eigentlich gar nicht die körperlichen und geistigen Voraussetzungen für die Vorbereitung dieser Therapie hatte. Aber mit Hilfe von anderen erfahrenen Therapieanwendern habe ich dann irgendwie den Einstieg in diese Therapie geschafft. Ja, was hat sich nun durch die Therapie verändert? Wie geht's mir heute? Einige meiner Symptome haben natürlich auch mit der Ernährung zu tun. Manche von euch wissen das. Aber durch viele Jahre mit Experimenten habe ich gelernt, klar zu unterscheiden, welche Veränderungen verdanke ich dem Guai und welche hängen direkt mit dem Essen zusammen. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema mit dem Essen, zu dem ich dieses Video hier erstellt habe. Schau da unbedingt mal rein, wenn du wissen möchtest, welche Symptome vom Essen kommen können und wie groß der Hebel mit der Ernährung sein kann. Aber zurück zur Guaifenesin-Therapie. Bei mir gab es die größten Veränderungen mit dem Guai im Bereich der Schmerzen und bei diesem, ja, ich würde das mal so beschreiben, Ganzkörper-Grippe-Fibro-Gefühl. Früher hatte ich wirklich überall Schmerzen. Es taten die Daumengelenke weh. Die taten immer weh. Und die Ellenbogen taten weh. Die Knie, das Drehen des Kopfes tat weh. Das Heben des Arms. Alles tat irgendwie weh. Und manche Schmerzen, die waren auch dauerhaft da. Zum Beispiel dieses Brennen im Schulter-Nackenbereich. Oder diese unglaublichen Schmerzen in den Oberschenkeln. Schon nach wenigen Sekunden bei kleinsten Anstrengungen.
wenn ich zum Beispiel in die Hocke gegangen bin oder beim Treppensteigen. Ich denke, das kennen auch viele von euch. Vieles davon ist inzwischen nicht mehr vorhanden oder kommt eben nur bei längerer Belastung. Also wenn ich halt intensiver irgendwie was mache, dann ist manches davon nochmal da. Ja, und dann eben dieses, was ich eben schon beschrieben habe, dieses präsente Krankheitsgefühl, wie bei einer Grippe ohne Fieber, aber ohne, dass es eben weggeht. Alles tut irgendwie weh und man lebt wie mit angezogener Handbremse. Alles ist viel schwerer als normalerweise, jede Kleinigkeit ist anstrengend und man fühlt sich einfach krank. So ging es mir vor der Therapie und das ist alles besser geworden. Ja, und auch im kognitiven Bereich hat GUI mir geholfen, denn das war auch ganz schlimm. Ich konnte mich nur sehr schwer konzentrieren und habe viele Dinge vergessen. Genauso bei der Erschöpfung. Natürlich spielen da auch andere Maßnahmen eine Rolle, wie ihr vielleicht wisst aus diesem Video hier. Aber GUI hat spürbar dazu beigetragen, dass ich mich wieder besser konzentrieren kann und nicht mehr so erschöpft bin. Das habe ich vor allem im ersten halben Jahr der Therapie gespürt. Verglichen mit meinem Zustand vor der Therapie sind die Veränderungen durch Guaifenesin für mich ein enorm großer Gewinn, denn es hat mir ein Stück Lebensqualität zurückgegeben. Beschwerdefrei bin ich allerdings nicht. Manche denken ja immer, ich habe nichts mehr. Das ist nicht so. Ich habe schon auch noch eine ganze Menge. Vielleicht auch durch meine anderen Erkrankungen, die spielen vielleicht auch noch eine Rolle. Vor allem die Hypophyseninsuffizienz, die macht mir wirklich täglich zu schaffen. Und dann habe ich noch die Osteoporose und ein bisschen vielleicht auch das Mastzellaktivierungssyndrom. Ja, und seit dem Lendenwirbelbruch, den ich vor 1,5 Jahren hatte, da habe ich neue dauerhafte Schmerzen im unteren Rücken. Die hatte ich vorher so nicht. Ja, also beschwerdefrei bin ich nicht. Im Laufe der Jahre bin ich mit vielen anderen Therapieanwendern in Kontakt gekommen, und zwar nicht nur durch meine Videos, sondern auch durch zahlreiche Selbsthilfetreffen, die ich in der Vergangenheit auch selbst organisiert habe. Und durch diesen Austausch weiß ich, viele erleben Verbesserungen durch das Guaifenesin, und deshalb habe ich heute natürlich nicht mehr die Skepsis, die ich zu Anfang der Therapie hatte, das ist klar. Trotzdem war das alles andere als einfach, denn es gab auch Rückschläge. Es gab in all den Jahren immer wieder Phasen, in denen ich Rückschritte gemacht habe, wo es nicht voranging, wo es zurückging. Und heute weiß ich, dass es zumindest bei mir mit den verschiedenen Formen des Guaifenesins zu tun hatte, die man so bekommen kann. Aber das führt jetzt zu tief für alle, die die Therapie nicht kennen, denn die meisten kennen ja von euch, die meisten von euch kennen die Therapie ja gar nicht. Deshalb nur dies zur Erklärung. Ja, besonders schwierig fand ich damals das Aufspüren von Salicylaten. Dieses Wort kannte ich vorher gar nicht. Und Salicylate, das sind Stoffe, die die Wirkung von Guaifenesin komplett blockieren können. Und deshalb muss man bestimmte Varianten davon meiden. Man darf zum Beispiel keinen Tee mehr trinken, man darf nicht rauchen, man muss auf viele Inhaltsstoffe in Kosmetik- und Pflegeprodukten achten. Und für mich war es nicht das Problem, auf etwas zu verzichten. Ich hätte alles gemacht, ne, weil es mir einfach so schlecht ging. Aber diese Salicylate aufzuspüren, das hat mich total überfordert. Das war einfach nicht mein Ding. Ich konnte mich da auch nicht kognitiv auch nicht drauf einlassen. Und zum Glück hatte ich damals Unterstützung in einem Selbsthilfeforum. Das gibt es heute nicht mehr. Und da haben erfahrene Therapieanwender mir ordentlich unter die Arme gegriffen. Und genau das mache ich heute auch mit meiner Guaifenesin Selbsthilfe. Darüber erfährst du mehr auf meiner Webseite, wenn du da was wissen möchtest. Ich setze den Link mal in die Videobeschreibung. Ja, heute ist es zum Glück leichter, an sichere Informationen zu kommen und auch an salicylatfreie Produkte. Ich selbst benutze zum Beispiel Kosmetik von MySalifree, weil ich da sicher weiß, da ist nichts drin, was blockiert. Das ist übrigens eine salicylatfreie Biokosmetik. Den Link und einen Rabattcode findest du ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video, falls dich das interessiert. Und wenn du selbst Erfahrung mit der Guaifenesin-Therapie hast, dann schreib das doch bitte mal in die Kommentare, wie es dir damit geht oder wie es dir damit gegangen ist. Ich schaffe es zwar nicht mehr, jede Nachricht zu beantworten, es wird inzwischen einfach zu viel, das ist nicht mehr machbar, aber ich lese alles mit und so können eben auch andere Betroffene von deinem Beitrag profitieren. Ja, jetzt möchte ich auf die Kosten zu sprechen kommen. Guaifenesin ist rezeptfrei, aber apothekenpflichtig, das heißt, man muss es in der Apotheke kaufen. Und die Preise hängen davon ab, welches Produkt man nimmt,
wie viel man davon täglich benötigt. Bei mir betragen die Kosten pro Monat ungefähr 27 Euro. Das kann individuell ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob man ein Langzeit- oder Kurzzeitpräparat nutzt, ob man kombiniert und wie hoch vor allem die notwendige Dosis ist. Davon hängt es natürlich auch ab. Guaifenesin ist für mich nach wie vor ein enorm wichtiger Baustein bei einigen Symptomen der Fibromyalgie. Aber es gibt noch andere Dinge, die ebenfalls großen Einfluss auf bestimmte Symptome haben. Bei mir vor allem die Ernährung mit wenig Kohlenhydraten, dann verschiedene Nährstoffe, zum Beispiel Magnesium, aber auch noch weitere. Dazu Bewegung und auch der Umgang mit Stress. All das ist wichtig. Das ist bei mir alles nach und nach im Laufe der Zeit dazugekommen. Und ich denke, manche dieser Veränderungen waren wahrscheinlich nur möglich, weil ich durch die Guaifenesin-Therapie wieder ein bisschen mehr Kraft bekommen habe, um all diese Dinge, diese ganzen Maßnahmen dann eben auch anzugehen. Und wenn du dich für diese anderen Stellschrauben interessierst, dann könnte dir dieser Zweiteiler hier helfen. Schau da unbedingt auch in den zweiten Teil rein. Da geht es nochmal um Maßnahmen, die schon vielen Betroffenen weitergeholfen haben. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald.